Hallo und willkommen aus dem Walzwerk-Headquarter in Hockenheim. Heute beginnen wir mit dem ersten Teil einer Doku oder einer Aufbaustory, die sich nennt How to Build a BMW Coffee Racer. Dazu hatten wir im Vorfeld viele Zuschriften von euch bekommen, beziehungsweise habt ihr auch eure Wünsche geäußert unter den Videos, die wir zuvor gepostet haben, dass ihr gerne mal sehen wollt, wie wir hier eine unserer Shizos aufbauen, von Anfang an bis zum Ende, bis zur Fertigstellung. Und darüber haben wir uns Gedanken gemacht und wie gesagt, mit dem ersten Teil wollen wir heute beginnen. Der beinhaltet im Wesentlichen die Zerlegung des Motorrads, des Spendermotorrads und die Aussortierung der Teile und die Aussortierung für die Teile, die wir wieder weiterverwenden, überarbeiten oder beziehungsweise die Teile, die wir mehr oder weniger zum Schrott schmeißen oder in die Tonne kloppen oder beziehungsweise von Aufkäufern aufgekauft wird. Basierend beziehungsweise beginnend, der Beginn ist immer einer dieser Spenderfahrzeuge, die ihr hier seht. Das sind in der Regel immer BMW Monolever-Modelle. Monolever deswegen, weil die Fahrzeuge nur ein Federbein haben. Die wurden gebaut von 1984 bis 1995. Die Vorgängermodelle, das waren die sogenannten Twin-Shock-Modelle. Der Name sagt es schon, das sind die Fahrzeuge, die zwei Federbeine haben. Die verwenden wir eigentlich ausschließlich nur für unsere Bobber-Umbauten. Die verwenden wir nicht für Coffee Racer, Scrambler oder Roadster. Da verwenden wir ausschließlich die BMW Monolever-Modelle. Die Nachfolgemodelle nach den BMW Monolever-Modellen ab 95, beziehungsweise ich glaube die Bauzeit war schon ab 92, das waren die Paralever-Modelle. Die hatten auch ein Federbein, aber hatten eine ganz andere Schwingenkinematik, beziehungsweise hatten noch eine Momentabstützung und eine längere, größere, massivere Schwinge. Und von den Fahrzeugen bauen wir so gut wie gar keine. Vielen Kunden oder vielen Interessenten ist es gar nicht bewusst, was da für ein relativ großer Unterschied ist. Motoren und Hauptrahmen sind identisch, aber der Rest, der unterscheidet sich doch ganz wesentlich. Der Grund, weshalb wir die Monolever-Modelle verwenden, ist der, dass die Ästhetik von den Motorrädern, wenn sie denn zerlegt sind bzw. auf das Wesentliche reduziert sind, einfach von der Einfachheit her 100-mal schöner sind als die Paralever-Modelle. Bei den Twin-Shock-Modellen ist es so, der eine möchte es mehr klassisch, dann nimmt er natürlich die Twin-Shock-Modelle. Er nimmt dann natürlich ein Twin-Shock-Modell. Aber 99% der Fahrzeuge, die wir hier bauen, basiert auf den Monolever-Modellen. Von den Spenderfahrzeugen, die ihr hier seht, da haben wir in der Regel immer eine Jahresproduktion vorrätig, das heißt immer so zwischen 70 und 80 Motorräder haben wir hier von den Fahrzeugen vor Ort. Das heißt, wenn jemand jetzt einen Baujahrswunsch hat, dann sind wir da völlig offen, den zu erfüllen, sofern eines der Baujahre auch dann tatsächlich da ist. Also da sind wir gerne offen und erfüllen die Wünsche auch ohne Extrakosten, wenn jemand hier ein spezielles Baujahr möchte. Wie gesagt, davon haben wir immer ausreichend Fahrzeuge da und im Prinzip ist es tatsächlich so, dass wir bundesweit oder mittlerweile auch europaweit alle Fahrzeuge ankaufen. Also bis zum bestimmten Preislevel kaufen wir die Fahrzeuge immer blind. Das heißt, nur ein Mitarbeiter macht nichts anderes, wie die Fahrzeuge im Netz oder auf den Plattformen zu lokalisieren, mit den Verkäufern Termin auszumachen und die Fahrzeuge dann auch abzuholen. Also wir kaufen in der Regel im Durchschnitt 4 Fahrzeuge in der Woche. Das heißt, ein Fahrer mit einem Sprinter ist permanent unterwegs und kauft die Fahrzeuge, wie gesagt, europaweit ein. Ich würde vorschlagen, der Marc, der zieht jetzt eins von den Spenderfahrzeugen vor, stellt ihr auf eine Hebebühne und dann beginnen wir mal mit dem Zerlegen von dem Fahrzeug. Ihr müsst euch vorstellen, so eine Komplettzerlegung von so einem Motorrad bzw. von so einer alten BMW dauert in der Regel 4-5 Stunden. Wir komprimieren das etwas mit einem Zeitraffer und ich würde vorschlagen, danach sehen wir uns gleich wieder.
wäre natürlich jetzt nicht schlecht, wenn das tatsächlich nur 5 Minuten gedauert hätte, das Zerlegen. In Wirklichkeit, wie gesagt, hatte ich ja anfangs schon erwähnt, dauert es ungefähr 4-5 Stunden, so ein Fahrzeug komplett zu zerlegen. Und das, was davon tatsächlich übrig bleibt, beziehungsweise was wir wieder weiterverwenden, das haben wir hier mal jetzt auf der Hebebühne zusammengestellt. Also das sind tatsächlich die Teile, die wir erstens weiterverwenden und die zweitens komplett neu aufgearbeitet werden. Da beginnen wir als allererstes mal mit dem Rahmen. Das ist der Hauptrahmen hier. Der wird natürlich als allererstes mal sandgestrahlt und entlackt. Und dann beginnen wir die ganzen Halter, die wir nicht mehr brauchen. Das heißt, die ganzen Batteriehalter, die originalen Auspuffanlagenhalter, hier vorne den Hupenhalter, diese Halter hier oder die eine oder andere, den Relaishalter hier. Das sind alles Bauteile, die wir nicht mehr brauchen. Hier auch noch welche Laschen und so weiter. Die werden alle abgetrennt, wird sauber verschliffen. Die eine oder andere Schweißnaht schweißen wir noch nach zur Verstärkung des ganzen Rahmens später. Und dann wird der Rahmen nochmal gestrahlt, sandgestrahlt und dann pulverbeschichtet. Wir haben ja eine eigene Pulverbeschichtung hier, das heißt, wir machen das alles hier im Haus. Wie gesagt, das war jetzt der Hauptrahmen, der wieder weiterverwendet wird. Weiterverwendet werden die Bremssättel hier. Das ist natürlich immer abhängig, ob das eine Einfachbremsscheibe war oder eine Doppelbremsscheibe. In dem Fall ist es eine Doppelbremsscheibe. Das sind Brembo-Bremssättel. Die werden komplett zerlegt. Da kommen neue Kolben, neue Dichtungen, neue Belege und so weiter rein. Das Gehäuse wird natürlich komplett gestrahlt und ebenfalls wieder neu pulverbeschichtet. So, das nächste, was weiterverwendet wird, ist die Gabel. Und zwar die beiden Tauchrohre und die beiden Standrohre. Die Standrohre, ihr seht es, das ist noch die lange Version. Die wird je nachdem, was es für ein Fahrzeug gibt, entsprechend gekürzt. In dem Fall gibt es ja einen Coffee Racer. Da wird die Gabel um 120 mm gekürzt. Die Innereien werden komplett neu ausgetauscht. Neue progressive Gabelfedern. Die Gabeltauchrohre werden komplett entlackt, ebenfalls gestrahlt und ebenfalls neu beschichtet. Neue Gleitringe kommen da rein und natürlich überall neue Schrauben. Die Standrohre werden in der Regel weiterverwendet, so wie hier. Da gibt es nichts zu beanstanden. Wir haben aber auch Fahrzeuge, da haben sich schon Rostpickel entwickelt auf der Gleitfläche. Die müssen wir dann austauschen, weil die nicht mehr mit den Simmerringen abdichten werden. Da werden dann neue Standrohre verwendet. Oben an der Gabel wird die Gabelbrücke wieder weiterverwendet, die untere. Die obere Gabelbrücke ist ja dann eine Aluminiumgabelbrücke von uns. Die Gabelbrücke hier jetzt, die wird erstens komplett gestrahlt und der Bereich hier vorne, der wird überfräst. Da kommt ein Gewinde rein und eine Aufnahme für die Scheinwerfer. Das ist an der Seriengabelbrücke nicht gegeben, deswegen muss das erst angefertigt werden. Und die wird natürlich auch entsprechend beschichtet wie die Tauchrohre. Ja, und das hier ist dann natürlich der Motor, logischerweise. So sieht das Ding aus, wenn wir die Motoren rausholen. Bei diesem Fahrzeug hier, es gibt natürlich eine Pro-Version, da wird der Motor am Schluss schwarz sein. Das ist ein 800 Kubik Motor, den wir auf 1000 Kubik umrüsten. Wie wir das machen mit den Motoren, beziehungsweise was genau mit den Motoren passiert, darüber aber mehr eben in einem der nächsten Teile. So, hier haben wir noch das Getriebe. Das ist in dem Fall ein seltenes Kickergetriebe, das in dem Fahrzeug war. Das wird ebenfalls komplett zerlegt und komplett neu aufgebaut, wie der Motor auch. Also da bleibt kein Bauteil alt, beziehungsweise da wird alles zerlegt, Kurbelwelle gewuchtet beim Motor, neu Kurbelwellenlager. Hier das Getriebe wird komplett zerlegt, die Zahnräder werden überprüft, die Synchronringe werden ausgetauscht. Meistens ist das erste Gangrad kaputt, da wird das erste Gangrad noch ausgetauscht. Also das ist praktisch ein neues Getriebe. Wenn wir damit fertig sind, wird natürlich auch komplett gestrahlt und schwarz thermobeschichtet. Die Kupplung, hier gut zu sehen, ist auch ein Bauteil, das unabhängig davon, wie viel Laufleistung das Motorrad hat, immer ausgetauscht wird. Das heißt, da kommt
eine komplett neue Kupplung rein. Aber wie gesagt, darüber generell über die technischen Bauteile, was den Motor und das Getriebe betrifft, in einem der nächsten Teile detailliert mehr. Bei einem Fahrzeug, bei dem die Gussräder drin bleiben, werden die Gussräder natürlich auch wieder weiter verwendet, so wie hier in dem Fall. Das heißt, die Räder werden auch komplett entlackt. Vorne kommen die Lager raus, komplett entlackt. In der Regel nehmen wir das Vorderrad nochmal auf die Drehbank auf und ziehen da einen ganz feinen Span über die Auflagefläche der Bremsscheiben, damit am Ende bzw. beim Zusammenbau wieder die Bremsscheiben 100% akkurat fluchten und keine Unwucht haben. Die Räder werden natürlich immer geprüft. Da muss man natürlich sagen, von 50 Rädern sind 20 krumm oder haben einen Schlag oder was. Aber wir haben tatsächlich eine Menge Räder hier, auf die wir zurückgreifen können, dass wenn tatsächlich mal ein Rad den einen oder anderen Schlag hat oder eine Unwucht hat, können wir die gegen ein einwandfreies Rad oder gegen von uns geprüftes Rad austauschen. Die Räder werden entlackt, kommen in ein Lackbad, werden anschließend ein Entlackungsbad, werden anschließend pulverbeschichtet und bekommen die gleiche schwarze Feinstruktur wie auch die Gabel bzw. die Bremssättel. Der Rahmen im Übrigen, der wird in der Regel immer schwarz glänzend. So, was weiter verwendet wird, ist in dem Falle auch die Schwinge und der Kardanantrieb hier. Der ist noch hier in der Schwinge drin montiert. Die Schwinge wird auch, der Kardan kommt raus, die Schwinge wird gestrahlt und schwarz glänzend pulverbeschichtet. Die Gelenkwelle, also in dem Fall die Kardanwelle, da werden die Gelenke geprüft. Wenn da auch nur ein geringstes Spiel in den Kardanwellengelenke ist, werden neue Gelenke eingesetzt. Und rechts und links sind die Schwingenlager. Auch da gibt es neue Schwingenlager, unabhängig von der Laufleistung des Motors. Das hier ist das Hinterachsgetriebe, das an der Hinterradschwinge dran hängt. Gleiche Prozedur wie im Motor mit dem Getriebe. Das wird komplett zerlegt. Die Kegelräder, die werden überprüft auf Spiel, die Anlaufscheiben werden überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht, die Zahnräder. Also da wird das gleiche Prozedere durchgeführt wie beim Motor und Getriebe. Auch hier wird das Gehäuse komplett gestrahlt und mit unserer eigenen Thermobeschichtung, mit der schwarzen Thermobeschichtung lackiert. Die Thermobeschichtung verkaufen wir auch 1:1 in Dosen. Das heißt, das ist der gleiche Lack, den wir auch hier in der Pulverbeschichtung verwenden, aber aus der Dose und kann ganz easy verarbeitet werden mit dem gleichen Resultat, wie wir es hier mit unseren Motoren und Getrieben machen. So, was wir hier noch haben, sind die Bremsscheiben. Bei den Bremsscheiben ist es so, die sind in der Regel, wie hier jetzt, komplett durch. Die sind durchgebremst, die haben Untermaß. Die lassen sich in der Regel nicht mehr verwenden. Das ist eigentlich Schrott. Was wir weiterverwenden, ist der Innenteller bzw. das Innenteil von den Bremsscheiben. Wir bohren die Nieten hier aus und nieten dann komplett neue Bremsscheibenringe auf, Edelstahlbremsscheibenringe, die am Ende auch noch schwimmend gelagert sind. Das heißt, man hat gleichzeitig ein Bremsen-Upgrade, plus die Bremsscheiben sind aus Edelstahl, rosten nicht mehr und sind sauber gelocht. Also was die Bremsperformance anbetrifft, ist das die erste Empfehlung, wenn man sein Fahrzeug ein bisschen an der Bremse optimieren möchte. Das passiert bei uns automatisch, beziehungsweise wird bei jedem Motorrad, das wir neu aufbauen, so gemacht. Ja, und hier, last but not least, ist noch der originale Tank. Der wird sowohl innen als auch außen komplett gestrahlt. In dem Fall sieht man es ja hier schon, der wurde auch hier unten vorab schon mal gestrahlt, weil das sind die ersten Stellen, die an den Tanks durchrosten. Aber wie man hier sieht, das sieht alles richtig sauber aus. Da muss nichts geschweißt werden an dem Tank. Der wird jetzt noch innen gereinigt und gestrahlt, außen nochmal gestrahlt und dann beginnt ein komplett neuer Lackaufbau. Zuvor wird natürlich der Tank innen komplett nochmal neu versiegelt. Dafür muss er noch circa eine Woche, 10 Tage hier liegen bleiben, bevor er dann lackiert wird. Ja, wie gesagt, es ist nicht mehr viel, was übrig bleibt von so einem Motorrad, wenn es zerlegt wird, beziehungsweise was wir wieder weiterverwenden. Den Rest habt ihr ja gesehen, wir haben es ja draußen kurz abgefilmt im Hof. Der fliegt tatsächlich in die Tonne. Also so Teile wie
wie die Serienverkleidung, die Seriensitzbank, Heckteile und so weiter. Da gibt es keinen Markt dafür. Im Prinzip, die schmeißen wir tatsächlich weg. Oder in unserem Fall, oder was heißt in unserem Fall? Aktuell muss man das entsorgen, das ist Sondermüll. Einige Bauteile jetzt, wie zum Beispiel der Tacho beispielsweise oder die Griffarmaturen und solche Dinge, da haben wir einen Aufkäufer, der einmal im Monat oder alle 2 Monate kommt und den ganzen Kram zu einem Festpreis mitnimmt. Ja, das war es jetzt soweit mal zu dem Zerlegen von dem Motorrad bzw. zur Vorbereitung. Das bedeutet, der nächste Schritt in dem Fall wird der sein, dass der Rahmen als erstes bearbeitet wird und dass als erstes mal quasi ein Rolling Chassis Kit hier steht. Das heißt Rahmen, Schwinge, Hinterachsgetriebe, Räder, Bremsscheiben und Gabel. Das ist das erste, wo begonnen wird, beziehungsweise sind jetzt die ersten Teile, die überarbeitet werden. Dann steht das Ding hier als Chassis auf den Rädern und dann geht es weiter mit dem Motor, Getriebe und so weiter. Anschließend natürlich dann Elektrik, Kleinteile, Auspuffanlage, Fußrastenanlage und. Also eins nach dem anderen, aber da gehen wir nach einem festgelegten Schema vor. Und das ist auch, wie ihr seht, die Reihenfolge der Motorräder, wie sie hier stehen, das ist ein Stück weit schon strukturierter Ablauf, wie die Motorräder vom Aufbau her vorangegangen sind. Das heißt, im nächsten Teil geht es dann erstmal weiter mit dem Chassis. Ja, ich hoffe, dass die kleine Zusammenfassung hat euch Spaß gemacht und es war interessant. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Teil wieder mit dabei seid, der dann, wie gesagt, mit dem Chassis weitergeht und anschließend dann Motor und Getriebe. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal.